schaut echt cool aus da auf diesem Lavastein. Da werden wir das letzte Mal durchgelaufen. Ich möchte mal eigentlich baden gehen, aber es ist kalt. Aber es sieht schon schön aus. Wo sind wir denn gerade? Beim Herrerafoss. Hayalpafoss. Fast. Die Route, die wir an dem Tag gefahren sind, es war so ein bisschen jetzt der Weg wieder zurück in die Natur, ins Abgeschiedene sozusagen. Wir sind am Anfang erstmal ein bisschen an der Straße gefahren, am Fluss entlang. Ich habe deine Kapuzenring aus, gell? Das ist wie so ein Gleitschirm. Das ist halt nicht so langsam. Ja, eben, also jetzt weiß ich mal. Ja, Der nicht so wirklich. Dann kam so ein bisschen das erste große Fragezeichen bei der Route, weil der offizielle Weg ging so ein bisschen 10 Kilometer Umweg, um auf die andere Seite zu dem Fluss zu kommen. Ich habe aber allerdings auf der Karte gesehen, dass es dort so eine Brücke oder was in die Richtung gibt. Und wie sich dann rausgestellt hat, war das Ganze ein Staudamm. Als wir dann dort abgebogen sind, sah wirklich nicht aus wie eine Straße. Es war dann so ein kleiner Schotterweg rüber und standen auch ein paar Schilder, dass man hier nicht lang darf. Das war nicht der Autonormalsport. Es war super stürmisch und eigentlich eine Steinlandschaft. Ne? Also es war wirklich schwarzer Sandstein überall, es war gar nicht mehr grün, vielleicht zu den anderen Gebieten, wo wir waren. Und dadurch ging es dann auch wieder jetzt auf so eine Offroad-Straße, die nach Landmundlauga führt. Und das war so ein bisschen unser Plan, dorthin zu kommen.
Keine Ahnung, was das für ein Video gibt, gell? Ja, wir sind jetzt gerade irgendwo auf der F2005, mitten im Nichts, nicht im allerbesten Wetter. Ja, wir kommen halt relativ langsam vorwärts. Ja, mit dem Boden und ganzen kleinen Hügeln. Man kann zwar eigentlich überall in Island schlafen, bzw. das Zelt aufschlagen. Ich denke, im Notfall wäre das auch gar kein Problem gewesen, aber wir waren natürlich auch dann schon wieder in einem Nationalpark. Und da mag ich jetzt dann auch nicht so gerne einfach irgendwo das Zelt aufschlagen. Und deswegen dachten wir uns, okay, wir packen es noch bis zu dieser Hütte.